Nein, das ist nicht das Geburtstagskind, sondern der legendäre Schnelllaster L319 von Mercedes-Benz, der bei der Deutschlandfahrt für historische Nutzfahrzeuge vorausfährt. Während er längst ein Klassiker ist, rückt ihm jetzt der Sprinter auf den Pelz. 25 Jahre ist der Transporter jung geworden. Happy Birthday! Damit ist er zwar noch kein Oldtimer, aber als Youngtimer längst auf dem besten Weg dahin. Der Sprinter ist sozusagen zum Übervater einer ganzen Fahrzeuggeneration geworden. Eine Art Leitbild zum Transport von Lasten aller Art. Jeder kennt ihn und alleine diese Generation wurde bis 2006 stolze 1,3 Millionen Mal gebaut. Was macht seinen Erfolg aus? Der Sprinter war der erste Transporter, der bewusst designt wurde und ausgelegt wurde, dass er fahrbar ist wie ein PKW. Das heißt, er hat alles anders gemacht, nicht so, wie man es bisher konnte. Er hat Ergonomie am Arbeitsplatz reingebracht. Er hatte vierfach Scheibenbremsen im Auto. Der erste Transporter mit serienmäßig ABS, mit einer Traktionskontrolle. Also ein Auto, das dem Fahrer einfach liegt. Und der Sprinter traf den Nerv der Zeit. Er mauserte sich im Handumdrehen zum Klassenprimus. Bei Lieferdiensten und Handwerksbetrieben, überall, wo kompakte Abmessungen, Wirtschaftlichkeit, Robustheit und Sicherheit gefragt waren. Zur Erinnerung, die 1990er Jahre waren eine bewegte Zeit. Da kamen Verlässlichkeit und Effizienz wie gerufen. Das ist die erste Kiste, bei der wir geschaut haben, dass sie optimiert ist, strömungsoptimiert für den CW-Wert. Und das spielt sich 1:1 wieder im Verbrauch. Der Verbrauch ging deutlich runter und damit haben wir einen Maßstab gesetzt in dieser Branche. Und wieder hat der Sprinter die Branche geprägt. Irgendwie hatte der Sprinter aber auch was von einem Auto. Klar war er groß und in den unterschiedlichsten Motor- und Karosserievarianten zu haben. Aber während Transporter bis dato eher wie zweckoptimierte Lieferwagen wirkten, machten sich bei ihm Tugenden breit, an die bislang kein Hersteller gedacht hatte. Mit diesem Transporter konnte man sich tatsächlich sehen lassen. Ja, natürlich. Also schau dir das Interieur an. Wir haben auf einmal was es bis dahin nie gab. Ergonomie am Arbeitsplatz. Für den Fahrer alles in greifbarer Nähe. Man fühlt sich wie im PKW. Schau dir die Muster an, die treffen den Schick der Zeit. Das hatte damals keiner. Und wir bleiben noch einen kleinen Moment beim Sprinter der ersten Generation, kehren aber mit einem 5-Zylinder 212D von 1995 zurück zur Deutschlandfahrt der historischen Nutzfahrzeuge. Kaum zu glauben, aber dieser 122 PS Sprinter ist mit dem ersten Motor fast 740.000 Kilometer gelaufen, ohne bis auf das Getriebe große Probleme gemacht zu haben. Transportunternehmer Carsten Daniel aus Korbach in Hessen hat ihn 1998 mit knapp 30.000 Kilometern gekauft. Längst ist der Dicke, wie ihn die Daniels liebevoll nennen, aus dem aktiven Kurierdienst ausgeschieden und wird als Privat-Pkw genutzt. Ja, dieser Sprinter der ersten Generation ist der ganzen Familie richtig ans Herz gewachsen. Also ich bin sehr zufrieden damit und bin halt von der Leistung überzeugt und auch meine aktuellen Arbeitsfahrzeuge sind immer Sprinter, weil ich mich halt darauf verlassen kann, weil sie zuverlässig sind und die Laufleistung bringen, die ich brauche, und deswegen kommt für mich nichts anderes in Frage als immer wieder der Sprinter. Ja, es ist ein Familienmitglied. Er freut uns, wir leiden mit ihm alles. Wenn er in den Winter geht, dann weinen wir erstmal, weil es ein Abschied ist. Und wenn er im Frühjahr wieder rausgelassen wird, wenn wir anlassen, dann freuen wir uns wahnsinnig drüber. Und ganz nebenbei, der 25 Jahre alte Sprinter ist für die beiden Jungs der Familie Daniel das ideale Zugfahrzeug für den Campingurlaub. Er hat Platz, Komfort und er wird gepflegt. Wir fahren damit in Urlaub und er wird halt auch nicht mehr zum Arbeiten benutzt. Er wird gepflegt, wie man ja auch sehen kann, und dann wird er regelmäßig sauber gemacht. Ich kümmere mich halt oft um die Felgen. Also ich finde an dem so toll, erstens der Motor, der läuft schön ruhig, hat einen kleinen Wendekreis, ist halt groß, ist genug Platz für alle drin und ja, das finde ich halt an so einem Sprinter halt so toll.
Als Transporter hat der Sprinter in jedem Fall eine regelrechte Erfolgsgeschichte hingelegt. Mittlerweile wird er bereits in der 3. Generation gebaut. Aber halt, die Geschichte von Familie Daniel ist ja noch nicht zu Ende erzählt. Denn hinter ihrem Transporter steckt sogar noch eine ungewöhnliche Liebesgeschichte. Der Sprinter diesmal als Beziehungsstifter. Wir haben uns mit dem Otto kennengelernt. Das war Hochwasser 2002 in Dresden und Bitterfeld, und dann war ein Aufruf für Spenden und dann habe ich Spendenmaterial zu der Familie gebracht und mein Mann hat damals das Auto gestellt mit Anhänger. Und dann hieß es, ja, wir fahren morgen, wer fährt mit wem mit? Und bin ich hier ins Auto eingestiegen, morgens um 2. Und das war so langsam der Anfang unserer Beziehung. Unglaublich, was der Sprinter im Leben vieler Menschen alles bewegt hat. Aber auch die vielen Geschichten hinter seiner Geschichte machen seinen Erfolg bis zum heutigen Tag aus.